der Verstand. Ein System, welches dich passiv im menschlichen Bewusstsein hält. Er schickt dir die ganze Zeit Gedanken und hält dich im Loop deiner eigenen Beschränkung. In diesem Video wirst du lernen, wie du dich davon befreist. Hi, mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dich von deinem Verstand entkoppelst. Unser Gehirn ist nicht zwingend das, was wir glauben zu sein. Viele sagen, das ist unser Ego, das ist unser Filtersystem und so weiter, aber in Wirklichkeit ist unser Gehirn eine Art ähm, leeres weißes Blatt. Das heißt, wir werden programmiert. Das heißt, wir können sagen, wir sind wie ein Betriebssystem und wir können auf dieses Betriebssystem Programme schreiben und diese Programme können für sich selber arbeiten. Ja? Und unser Gehirn ist nichts anderes wie dieses weiße Blatt, wo wir diese Programme drauf schreiben können. Was bedeutet das? Wenn wir auf die Welt kommen, schreiben unsere Eltern, sie programmieren sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes unseren Namen in dieses Programm. Und dadurch entsteht eine Art Identifikation. Das heißt, wir programmieren als erstes in dieses Betriebssystem das Programm, ich bin jemand, ich bin etwas, ich heiße so. Ja? Und dann kommt das andere System, wo es heißt, ich muss atmen und da ist ein Himmel, da ist der Boden und so weiter. Ja? Und da ist etwas anderes, was ich nicht bin, meine Eltern. Und diese Systeme wirken ineinander. Ja? Und darauf bildet sich dann weitere Entwicklungen, weitere Erfahrungen, weitere Programme. Man nennt das so diese Zwiebelschalen, die wir so kennen. Und diese Zwiebelschalen sind sozusagen unsere Traumata. Ja? Das sind diese Wolken, die zwischen dir und zwischen der Sonne stehen. Ja? Und diese Wolken erschaffen langfristig gesehen Gedanken. Also du erlebst etwas in der Außenwelt und erzeugst dadurch Gedanken. Und diese Gedanken erzeugen Emotionen und diese Emotionen erzeugen wiederum neue Gedankenmuster zu dieser Emotion, weil wir festhalten an der Emotion. Und daraus erzeugen wir unseren Bewusstseinszustand. Das ist sozusagen der Boden, auf dem wir laufen. Manchmal ist der Boden aus Holz, manchmal ist der Boden eine Wiese und manchmal fühlt sich der Boden an wie eine Lava. Ja? Und der Schlüssel, den es zu erkennen gibt, ist herauszufinden, also diese Taschenlampe nicht auf die Außenwelt zu richten, sondern auf sich selbst zu richten und zu sehen, okay, was geht in mir vor? Ja? Aber um das tun zu können, bedarf es, dass du dich entkoppelst zuerst mal von deinen ganzen Zuständen, von der Lava, von deinen ganzen Gedanken, um dann in die Vogelperspektive zu kommen und aus dieser Vogelperspektive herunter zu blicken und zu sehen, wow, ich bin klar, ich bin bewusst, ich realisiere, dass die Gedanken, dass ich nicht meine Gedanken bin. Und dann realisierst du, weil du nicht deine Gedanken bist, dass du nicht deine Emotionen bist, dass du nicht dein Zustand bist. Und dann realisierst du, dass du nicht der bist, der du eigentlich glaubst zu sein. Es sind diese Masken, die wir uns auferlegt haben und wir spielen dieses Spiel der Identität, um die Erfahrung zu machen, wie es ist, jemand zu sein. Und dieses Spiel erkennst du, wenn du in diese Vogelperspektive gehst. Und viele Menschen haben dieses Problem, sie können nicht loslassen von von ihrem Verstand. Ja. Sie identifizieren sich viel zu sehr, weil das ist wie so eine Waschmaschine und diese Waschmaschine läuft die ganze Zeit auf Schleudergang und hat Wäsche drin und diese Wäsche wird gedreht und gekaut und immer mehr und immer stärker, weil sie immer mehr die Vergangenheit nehmen und daraus weitere Gedanken und Emotionen bilden. Und deswegen habe ich eine Meditation produziert. Diese Meditation hilft dir, in eine Art Trance-Zustand hineinzukommen, wo du in diese Vogelperspektive gehst und dich entkoppelst von diesem System des menschlichen Bewusstseins und einfach in das Sein
eintauchst. Den Zustand des Seins einfach zu erleben. Ja? Und deswegen habe ich diese Meditation selber aus einem höheren Bewusstseinszustand gechannelt und ähm, diesen Prozess, der dich in dieses Sein führt. Es ist so, wenn wir unsere Augen zumachen, dann sehen wir diese Unendlichkeit. Wir sehen einen Raum, der keinen Anfang hat, der kein Ende hat. Und dieser Anfang, dieses Ende, äh, das sehen wir, wenn wir die Augen öffnen. Wenn wir die Augen zumachen, sehen wir diesen Raum, der eben kein Anfang und kein Ende hat. Und die meisten, wenn sie meditieren, versuchen dann in die Perspektive zu gehen, sozusagen wäre der Beobachter des Beobachters. Und dann wäre der Beobachter vom Beobachter des Beobachters und so weiter. Und du gehst dann diese Etagen höher, aber das Problem ist, wenn du dieser Beobachter des Beobachters wirst, dass du immer in diesem Haus in ein Stockwerk höher kommst, aber du bist immer noch gefangen in dieser Ich-Perspektive, in diesem Ego-System. Ja? Und diese Meditation, die ich produziert habe, hilft dir nicht mehr in dieses Haus höher zu kommen, wie die meisten beim Meditieren, sondern sie hilft dir, dich zu entkoppeln von diesem Haus und eins zu werden mit allen Etagen, eins zu werden mit der Umgebung des Hauses und mit allen anderen Häusern, mit allen anderen Wesen. Das heißt, es ist ein Perspektivenwechsel von der Identität, die du glaubst zu sein, zu einer anderen Identität. Jetzt bist du jemand und nach dieser Meditation bist du niemand. Und niemand ist der größte Jemand von uns allen. Ja? Und dieser Mix zwischen niemand und zwischen jemand führt dich in diesen erweiterten Bewusstseinszustand, wo das, was geschieht, wo die Gedanken, die da sind, das, was du fühlst, einfach alles da sein darf. Ja? Das sind so die Wolken, okay, sie sind da. Und ich höre sie. Und ich erlebe sie. Und ich fühle sie. Und du wirst so sehr eins damit und deine Identität verschränkt sich mit allem, dass du so das Haus verlässt und in diese Etage kommst, also nicht Etage, in diesen Himmel kommst, wo du deine Identität verschiebst. Und ab dem Punkt, wo du deine Identität verschoben hast, hören die Gedanken auf. Weil die Gedanken sind nur ein System. Ja? Und dann wirst du, wenn du diese Meditation öfter machst, immer mehr deine Identität entkoppeln vom menschlichen Bewusstsein, von deiner Identität, und du wirst immer dieses große Mysterium werden. Und je öfter du das tust, desto mehr wirst du merken, wow, schließe einfach nur meine Augen, verschiebe meine Identität zu diesem unendlich großen Raum, der kein Anfang und kein Ende hat, und identifiziere mich damit. Also, ich sage so schön, die es nicht wissen, die schließen einfach ihre Augen und sehen die Dunkelheit. Und die Eingeweihten, die schließen ihre Augen und wissen, ich bin diese Unendlichkeit. Ich bin der Schöpfer, der jeden Menschen und jedem Tier in die Augen blickt, durch die geschlossenen Augen. Ja, diese Unendlichkeit ist da und du verschiebst lediglich deine Identität zu dieser Unendlichkeit, zu deinem wahren Sein, zu dem, der nicht denkt, zu dem, der einfach ist, in das Sein hinein, und blickst alles an aus dieser Perspektive. Ja? Und diese Meditation hilft dir regelmäßig, deine Perspektive zu wechseln, deine Identität zu verschieben in dein göttliches Sein. Und das wirst du unmittelbar nach der Meditation merken, dass du in einen anderen Bewusstseinszustand kommst, wo du aufgehört hast zu denken, weil du eine andere Identität hast. Denn solange du dich mit einem menschlichen Wesen identifizierst, solange du diese Identität des Ich hast, wirst du immer deine Gedanken, deine Waschmaschine und deinen Schleudergang haben. Ja? Und wenn du diese Meditation eben öfter hörst, dann wirst du einfach durch den Identitätswechsel, in das Sein kommen und aus diesem Zustand heraus in dein Gehirn reinprogrammieren, dass der Schleudergang sich immer mehr zurückdreht und zurückdreht und zurückdreht, und irgendwann öffnest du wieder deine Augen, du bist wieder zurück in deiner menschlichen Identität, aber du wirst merken, wow, es ist still. Ja. Und je öfter du die Meditation hörst, wirst du merken, wow, es wird immer stiller und der Schleudergang wird immer weniger und immer weniger, und irgendwann wirst du merken, wow, ich bin im Wachzustand des Sein, weil ich denke nicht. Und so erlebst du das jetzt und so erlebst du diesen Moment, der, ähm, der einfach da ist. Ja. Und dieser Moment ist das, worum es geht. Weil wenn du den Moment, das Jetzt,
erlebst, ohne diese Filter deiner Vergangenheit, also sprich ohne deine Gedanken, dann ziehst du dir die Wolken im wahrsten Sinne des Wortes vom Himmel und erlebst das Jetzt. Ja? Und dieses Jetzt ist, ist das, wenn du da vollkommen eintauchst und vollkommen von allem loslässt, ist das, was man Erleuchtung nennt. Ja? Aber was bedeutet Erleuchtung? Ja? Dieser Satz, ich bin erleuchtet, ja, bedeutet, dass du realisierst, dass er, also dieses große Mysterium, also sprich alles, was dich umgibt, leuchtet, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Sonne leuchtet und beleuchtet den ganzen Raum, beleuchtet die anderen Menschen und du realisierst, dass er leuchtet. Und da du ja er bist, weil du mit dieser Meditation immer mehr er wirst oder es wirst, dann realisierst du, dass alles leuchtet, dass im Jetzt alles das Paradies schon ist, dass im gegenwärtigen Moment alles einfach strahlt. Und dann ist die Realisation, ich bin erleuchtet, bedeutet nichts anderes zu realisieren, dass du dich mit erleuchtet identifizierst, weil du bist erleuchtet. Ja? Und dieses Konzept heißt nicht, dass du erleuchtet bist, ja, sondern du realisierst, dass alles leuchtet und du dieses alles bist. Und deswegen bist du erleuchtet. Ja. Und das kann dich, wenn du diese Meditation regelmäßig hörst, in die Erleuchtung führen. Ja. In die Realisation, dass die Wolken einfach verschwinden und du von deiner Vergangenheit loslässt und in dieses Jetzt eintauchst und so die Erleuchtung erlebst und erfährst. Ich habe diese Meditation auf YouTube hochgeladen, komplett kostenlos, und ich habe so viele Anfragen bekommen von Menschen, die sagen, hey Marco, produziere es bitte, bitte, bitte in höherer Qualität, weil diese Meditation hat mir so geholfen und ich will sie regelmäßig in einer höheren Qualität hören. Jetzt habe ich einfach diese Meditation auch auf dem Brainwave Shop getan und du kannst es sozusagen in einer höheren Qualität hören und erleben. Ja. Also, du hast jetzt in diesem Video eine Methode kennengelernt, wie du selber in die Erleuchtung kommst, beziehungsweise einfach deine Wolken verschiebst, indem du nicht etwas versuchst zu tun, sondern indem du einfach deine Identität loslässt. Ja? Denn die Identität des Ichs ist das, was dich im Ego hält und was dich im menschlichen Bewusstseinszustand hält. Ab dem Punkt, wo du von dir selber loslässt und lernst, deine Identität zu verschieben, realisierst du, wow, ich bin er, ich bin das alles und ich leuchte. Ja? Und wenn du gelernt hast, das komplett passiv zu tun, dass dein Gehirn umprogrammiert wird, deswegen sollst du die Meditation öfter hören, dann wirst du realisieren, wow, ich bin es auch, wenn ich meine Augen offen habe. Und so wirst du diesen Zustand anfangen, immer mehr wie so eine Welle, wo die Welle höher schlägt und irgendwann ist diese Welle immer auf dieser Ebene und du bist im Jetzt angekommen. Und dann wirst du das Jetzt erleben. Von einem Moment zum nächsten und von einem Moment zum nächsten. Und so geht die Evolution weiter, nur in einem anderen Bewusstseinszustand. Ja? Und das ist ein unglaubliches Geschenk zu realisieren, dass das Jetzt das ist, was eigentlich du bist und dass das Jetzt leuchtet. Und dass alles, jeder Moment, alles, was du siehst, überall, wo du bist, dass du das bist und dass das, was du bist, Liebe ist, dass es faszinierend ist und dass du einfach nur vollkommen strahlst und alles andere strahlt. Ja? Und das hilft dir, wenn du diese Meditation hörst, hilft es dir, regelmäßig in diesen Zustand hineinzukommen. Ja? In diesem Sinne kannst du dir, wie gesagt, diese Meditation kostenlos auf YouTube anhören. Wenn du sagst, du willst sie in einer höheren Qualität, mit einer stärkeren Wirkung. Ich habe da verschiedene Frequenzen noch mit eingebaut, die dir helfen, in diesen Zustand hineinzukommen, die dich da ein bisschen mehr abholen. Dann kannst du sozusagen dort mit einer höheren Version das Ganze trainieren und regelmäßig hören. Das wird dir ein bisschen schneller den Kick geben in diesen Zustand hinein. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder.